Moin ist im Wunderland. Wie ihr wisst, haben wir hier viele Filmszenen auf der Anlage stehen und auch viele aus unserem Team sind große Filmenthusiasten. Und wir haben viele Auswechselflächen und eine von den Auswechselflächen wollten wir schon seit langem umgestalten. Da sind aktuell noch von 2015, 2016 vom Filmfest Hamburg Plakate drauf und ist jetzt doch schon ein bisschen alt. Und jetzt endlich können wir das Ganze angehen und machen das zusammen mit Disney Deutschland für den neuen Film Zoomania 2 und können die Fläche umgestalten. Also wir haben hier die alte Fläche. Da sieht man einmal noch das rote Sofa und NDR. Da werde ich jetzt erstmal alles Alte abnehmen, die ganze Fläche reinigen und dann beginnen, die neuen Sachen aufzukleben. Ich muss den roten Teppich vor allen Dingen erstmal sauber machen, weil wir haben leider keinen anderen roten Teppich, mit dem man den austauschen kann. Deswegen müssen wir diesen hier benutzen. Und der Lennart hat mir aber einen guten Tipp gegeben, dass ich das einfach ein bisschen ansprühen kann mit der Airbrush. So, ich würde das Ganze jetzt einmal trocknen lassen und dann anschließend den Teppich neu bemalen. In der Zwischenzeit klebe ich die Plakate schon mal neu. Da wir keinen neuen Teppich haben, versuche ich den alten jetzt einfach ein bisschen aufzuwerten, indem ich die Farbe nochmal neu drüber sprühe. Das Problem ist, dass die Flecken leider immer noch genauso sichtbar sind wie vorher. Die Farbe ist zwar jetzt ein bisschen intensiver und ein bisschen schöner, aber der Teppich sieht leider immer noch sehr dreckig aus. Probiere jetzt einfach mal ein bisschen dicker Farbe drauf zu machen an den Stellen, aber das hier könnte ich vielleicht noch abschneiden. Das ging. Aber hier. So, ich habe jetzt alles fertig aufgeklebt. Das Ganze kommt jetzt als nächstes zu Nina zur Beleuchtung, bis die Scheinwerfer wieder funktionieren und der Trailer hier auch abgespielt wird.
Ich stehe jetzt hier in Hamburg mit der Wechselfläche. Die ist jetzt so weit fertig, dass sie wieder eingebaut werden kann. Ich hatte sie an meinem Platz, um nochmal die letzten Beleuchtungsarbeiten abzuschließen. Ich habe 2 weitere Fotografen hinzugefügt, deswegen müssen wir gleich nochmal unter die Anlage krabbeln und die beiden Fotografen nochmal verkabeln. Ansonsten habe ich ein bisschen die Beleuchtung schick gemacht, dadurch, dass die Wechselfläche ja vorher schon mal drin war, aber auch schon ein bisschen die Strahler und Scheinwerfer ein bisschen kaputt waren, habe ich das Ganze noch ein bisschen neu beleuchtet und noch mal 1, 2 zusätzliche Strahler, um das Plakat von dem Zoomania noch mal besser zu beleuchten, eingebaut. Unter der Anlage haben wir verschiedene Systeme. Einmal die Bahn zum Beispiel oder auch das Lichtsystem. In anderen Bauabschnitten haben wir noch das K-System. Wir versuchen immer, die Systeme unterhalb der Anlage auseinanderzuhalten. Also haben wir bestimmte Kabelwege, die dann immer nur ein System geht. Also versuche ich mich jetzt hier an den Verbrauchern von unserem Lichtsystem, also in den Kabelkanal von der Lichtsteuerung mit reinzupacken und nicht zu der Bahn, in dem Fall hier in Hamburg, dazu zu legen. So, wir sind jetzt wieder vor der Anlage und es sieht genauso aus, wie ich es mir vorgestellt habe. Der Fotograf ist fleißig am Fotografieren, aber ihm fehlt natürlich auch irgendwie was er fotografieren kann. Da fehlen also noch die Figuren auf dem roten Teppich, die Stars der Show natürlich, und die seht ihr gleich. Hallo, hier seht ihr die versprochenen Figuren. Einmal Nick, Judy und Gary zusammen und hier die beiden nochmal alleine. Ich bin ein riesengroßer Fan von diesen Filmen und ich durfte sie bemalen. Und wie ich es gemacht habe, das seht ihr gleich am Beispiel von Nick. So, diese süßen kleinen Figuren, die ich ja bemalen durfte, was mich ja richtig gefreut hat, werdet ihr bald bei uns auf den Social-Media-Kanälen sehen, wie sie bei uns durchs Wunderland reisen und bald auf der Filmpremiere landen. Allerdings können sie ja so nicht auf den roten Teppich. Das sind sie nicht fein genug angezogen. Da haben wir noch diese Variante gebaut und angemalt. Und die setzen wir gleich oben ein und da könnt ihr gleich mal mitkommen. So, jetzt stehen die Figuren, jetzt haben die Fotografen ihre Motive. Die Szene ist vollständig und werdet ihr euch den Film auch ansehen? Habt ihr den ersten geguckt? Schreibt es in die Kommentare und tschüss, bis zum nächsten Mal.